Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und im gestrigen Video habe ich ja mal ganz kurz die Erfahrungs- bzw. Goldkurve angesprochen. Ich hatte sie schon öfter mal, ja, ganz kurz mal angesprochen gehabt, sei es direkt diese Kurve, diese Grafik, oder halt, dass man ab Stufe 393 bekanntlicherweise weniger Erfahrung bekommt pro Level. Ja, das hatte ich ja schon öfter mal gesagt. Ich hatte aber noch niemals diese Grafik euch gezeigt und da gestern ein, zwei Leute danach gefragt haben, ob wir da heute mal näher drauf eingehen können, habe ich euch das Ganze mal rausgesucht und wir werden das Ganze mal durchgehen. Und ich zeige euch mal das Ganze, wie das aussieht und wie sich das Ganze verhält. Und ja, das Ganze wurde auch mal wieder entwickelt von Leuten im Shakes and Fidget Discord, gehe ich mal von aus, von schlauen Leuten dort, die das, ja, diese Grafik dort erstellt haben, um das Ganze nochmal ein bisschen anschaulicher, ja, zu machen, sozusagen, ne? Und ja, bekannt ist es ja, dass man ab Stufe 393, wie gesagt, weniger Erfahrung bekommt. Das hatte ich euch schon des Öfteren mal gesagt. Deswegen spielen ab dort dann auch viele eher auf Gold dann danach, weil es aus deren Sicht halt sich dann nicht mehr großartig lohnen würde. Hier auf, oha, jetzt noch ein guter Crit vielleicht? Oh, Alter, wie knapp, Junge. Alter, wie knapp, ey. Boah, heftig. Ja, schade. Das ist wirklich sehr schade. Ja, weil es sich halt, wie gesagt, nicht mehr lohnen würde, aus der Sicht da weiterhin auf Erfahrung zu spielen, weil es dann halt, ja, wie gesagt, sich immer weniger lohnt und es macht sich halt auch überall bemerkbar. Zum Beispiel, ja, bei der Questauswahl, ihr habt es gesehen, ganz wenig Erfahrung bekomme ich halt noch, aber dafür sehr, sehr viel Gold. In der Goldgrube wirkt sich halt das Ganze positiv aus, weil man dort mehr Gold bekommt pro Level, ne? Also das lohnt sich dann wiederum schon. In der Akademie lohnt es sich halt wiederum nicht, weil man halt hier deutlich weniger Erfahrung bekommt pro Stunde. Ihr seht es ja hier, jetzt vergleichen wir mal 534, mein Main. Jetzt gehen wir mal auf meinen Berserker, der kurz vor der 393 ist, also der ist kurz vor dem Maximum, was man so kriegen kann. Der bekommt pro Stunde über eine halbe Million. Ja, das ist ein Unterschied. Und zwar ein ziemlich heftiger Unterschied. Ja, das Ganze geht aber nachher natürlich dann auch bergab. So, jetzt zeige ich euch aber allerdings erstmal die Grafik, bevor wir hier weiter rumlabern, damit ihr dann nochmal seht, von was ich denn rede. Und so sieht das Ganze aus. Kann ich das groß machen, ohne dass ich da im Bild bin? Ich glaube schon, ne? Wenn man das so noch, kann man das so noch irgendwie zur Seite ziehen? Nee, da bin ich wahrscheinlich dann davor mit der Facecam. Auf jeden Fall sehen wir hier die Grafik, und zwar ist das blaue hier die Erfahrungskurve und das orangene hier ist die Goldkurve, ne? Wir sehen, dass die Erfahrungskurve steigt relativ schnell, schneller natürlich als die Goldkurve, und zwar bis zur Stufe 393, ja. Und hier sieht man, dass sie ab diesem Level dann wieder drastisch abfällt, so, ne? Und ja, hier unten sehen wir dann die Levelanzahl. Wir haben von 0 bis zum Level 700 wurde das Ganze hier berechnet. Und ja, an der Seite sehen wir halt die Erfahrungspunkte bzw. das Goldeinkommen. Genau, so, und so sieht das Ganze halt aus. Wir sehen, dass halt die Erfahrung nachher ziemlich krass nach unten geht, beziehungsweise sich fast gar nicht mehr lohnt. Auf Stufe 700 bekommen wir gerade mal so viel, wenn man das jetzt so vergleicht, wie ungefähr auf Stufe 120, 140 so ungefähr, was wirklich lächerlich ist, so, ne? Dafür geht aber das Gold halt wirklich richtig krass nachher in die Höhe, also wirklich richtig heftig. So, bei mir sieht man es ja auch schon, die ganzen 2 Minuten 30 Quests, ihr seht's, die gehen nachher gar nicht mehr viel höher, weil ja das Cap halt bei 15 Millionen ist. So, wenn man dann halt sein Erfahrungs- oder Gold-Equipment anhat, also sein Farm-Equipment durch den Arena-Manager, ne? Also hier geht es nachher gar nicht mehr viel höher, weil es halt nicht höher geht durch das Cap halt, ne? Das schließt nachher wahrscheinlich nur dann die restlichen Quests aus.
abseits vom Gold-Event, sagen wir mal, ne, dass halt dort dann auch 15 Millionen Quests gefunden werden, weil ab und zu habe ich auch noch 2 Minuten 30 Quests, die nicht 15 Millionen bringen, außerhalb des Gold-Events, aber beim Gold-Event eigentlich so gut wie gar nicht irgendwie. Nicht, dass ich wüsste. Und ja, wenn man das Ganze mal hier verfolgt, lohnt es sich halt nachher nicht mehr großartig auf Erfahrung zu spielen, sondern halt mehr auf Gold. So, jetzt kann man sich halt selbst aussuchen, ab wann man das Ganze machen möchte. Wir können ja jetzt zum Beispiel mal anhand bei mir gucken. Ich bin ja Stufe 535 jetzt fast. Wenn wir die 50, das sind hier glaube ich 20er Schritte, ne? 20, 40, 60, 80. Ja, also sind 20er Schritte, also sind wir ungefähr hier bei 540. So, dann gehen wir mal hier hoch, dann sind wir hier ungefähr jetzt bei diesem Zeitpunkt hier in etwa angelangt. Und das ist ungefähr so die Hälfte von dem, so ich mal so sagen. Also bin ich jetzt ungefähr bei der Erfahrung, vom Erfahrungseinkommen her, bei jemandem, der Stufe 230 oder so ist. Ne? Und das muss man natürlich auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Jemand, der Stufe 534 ist, verdient das gerade mal an Erfahrung gleichgesetzt mit jemandem, der Stufe 230 so ungefähr ist. Und ob sich das denn wirklich noch lohnt, auf Erfahrung zu gehen, ja, ist natürlich jedem selbst überlassen. Ab und zu tue ich es immer noch, aber meistens gehe ich jetzt wirklich so langsam auf Gold hauptsächlich, weil ja, ihr seht es halt, es lohnt sich nicht mehr wirklich so krass. Ne? Und ja, hier sieht man nachher dann, warum denn viele nachher dann so auf Gold gehen. Ich würde sagen so, keine Ahnung, der Bad News Run, der hatte uns ja mal geraten gehabt, dass es besser oder dass er empfiehlt, den meisten Leuten ab Stufe 500 auf Gold zu gehen. So, man sieht, hier steigt das schon ziemlich krass an. Die meisten würden aber sagen, und ich ordne mich da auch ein, falls ihr wirklich so einigermaßen perfekt spielen wollt, oder was heißt perfekt? So, es kommt halt drauf an, auf was ihr spielen wollt. Wollt ihr auf Rangliste spielen, so, auf Ehrenhalle? Ne? Habe ich ja euch auch schon mal gesagt, dann geht halt auf Gold, weil es halt euch deutlich weiter voranbringt. Oder spielt ihr für ein hohes Level, dann geht halt mehr auf Erfahrung, so, ne? Aber wechseln würde ich, glaube ich, wenn ich so, ich sag mal in Anführungszeichen, perfekt spielen wollen würde, so zwischen 420, 420 und 450, so ungefähr. Ja, da würde ich so nachher langsam anfangen, den auf Gold zu spielen und dann sieht man halt, wie krass sich das Teil entwickelt. Ne? Wie gesagt, ist ziemlich krass, so dieser Unterschied. Ne? Und ich finde es ziemlich interessant auch, vor allen Dingen, diese Kurve mal so zu beobachten, wie sich das Ganze verhält. So ab Stufe 700 ist halt richtig krass. Also da bekommt ihr fast gar nichts mehr so an Erfahrung gleichgesetzt zu jemandem, der nachher Stufe 100 ist oder 120 oder so. Also das ist wirklich lächerlich, ne? Und ihr bekommt halt nachher nicht mehr wirklich viel mehr Gold, also durch das Cap halt einfach, ne? Durch das Gold-Cap, was euch im Wege ist denn quasi und euch daran hindert, noch mehr Gold zu verdienen. Deswegen sagen halt auch viele, dass euch sehr viel Gold dann später durch die Lappen geht, wenn ihr halt zu lange auf Erfahrung umgeswitcht habt. Ne? Deswegen sollte jeder selbst da immer mal gucken, ab wann es für einen vielleicht besser ist, dann doch eventuell auf Gold zu gehen. Ja, auch wenn man ein relativ schönes und hohes Level haben möchte. Ich bin ja auch ein Fan davon, der sich daran ergötzt, quasi eine schöne große Zahl im Namen stehen zu haben, weil es einfach cool aussieht. Es ist halt einfach nice. So, ne? Aber was bringt einem das, wenn man in der Ehrenhalle halt nicht mehr so gut abschneidet? Ne? Also gut, klar. Manche spielen vielleicht auch nicht auf Ehrenhalle oder so, aber ja, wie gesagt, auf solche Kleinigkeiten möchte ich jetzt eigentlich nicht eingehen, weil, wie gesagt, das jeder für sich selbst dann entscheiden muss, wie er es denn am liebsten haben möchte. So. Gut, zum Abschluss drehen wir nochmal am Rad, würfeln wir nochmal eine Runde. Ja, das Ganze hat natürlich auch, wie gesagt, alles Vor- und Nachteile, je nachdem, worauf man geht. Geht man halt mehr auf Gold, so, dann, levelt man natürlich nicht so schnell, das heißt, und alles, was mit einem Level zu tun hat, wirkt sich halt auf alles aus. So zum Beispiel hier, das Level wirkt sich halt auch auf dieses Goldeinkommen aus, ne? Genauso halt wie auf den Rest, wie zum Beispiel die Goldgrube, ne? Schlecht ist es natürlich für die Akademie, das ist natürlich klar.
Das Glücksrad ist, soweit ich weiß, davon auch betroffen. Und ja, das sind alles so eine kleinen Sachen, die halt das Level auch beeinflussen, ne? Aber dann müsst ihr halt auch wirklich jemand sein, der euch, der regelmäßig auch die Goldgrube abholt und so weiter und so fort, ne? Und ja, ich bezweifle, dass die wenigsten sich von euch da irgendwie einen Wecker oder sowas für stellen, bevor die Goldgrube bei euch ja, vollgelaufen ist. Und das passiert schneller, als euch lieb ist. So. Gut, das soll soweit zum Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war ein bisschen lehrreich, ein bisschen interessant. Ja, falls der Fall sein sollte, dann lasst auch gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.